Hallo. Wir sind Piranhas. Hi. Und wir kommen jetzt zu was völlig anderem. Ja? Beside Games heißt das. Wieso? Heute machen wir mal was anderes. Ja. Aber was? Hobbys. Ne? Geht um Hobbys. Das heißt also, wir werden sehr häufig gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich in eurer Freizeit, wenn ihr jetzt nicht gerade zockt? Also zockt ihr auch was anderes so? Das kriegen wir häufig gefragt, ja. Ne? Letztes Jahr hat jemand gefragt, von wegen Elden Ring, ob wir das alle gezockt hätten und so und solche Dinge. Klar, aber was machen wir denn sonst noch? Und warum ist das jetzt wichtig für diese Sendung, für unsere Community? Naja, weil die Leute da draußen außer Zocken natürlich auch was anderes machen. Ja. Und das ist spannend zu wissen. Was machen denn die ganzen Zocker da draußen sonst noch so? Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die machen überhaupt nichts anderes, ne? Wie zum Beispiel der Harry. Ja, der zockt nur, ja. Harry zockt alles, platiniert alles. Ja, das ist richtig. Also, warum wollen wir das wissen? Das wollen wir deswegen wissen, weil es einen Einfluss hat auf unsere Spiele, ja, was euch gefällt. So, ja, das heißt also, womit ihr euch beschäftigt, gerade aktuelle Trends oder irgendwelche Dinge, die euch beschäftigen, zum Beispiel Serien, zum Beispiel Bücher, zum Beispiel irgendwelche Events. Deswegen reden wir auch sehr häufig darüber, ja, weil es euch auch beeinflusst, genauso wie uns, ne? Und das sind halt Dinge, die sehr spannend sind, vor allem auf einer Laufstrecke von ein paar Jahren, ne, die so ein Titel halt immer hat. Da müssen wir halt immer ein bisschen gucken, was ist denn gerade irgendwie Phase, ne? So. Darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt, was machst du denn so, wenn du nicht gerade zockst? Ja, und die haben Folgendes gesagt. Lesen tatsächlich. Wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Spielen zocke, dann nehme ich mir ganz gerne mal ein Buch vor. Wie viel Zeit habt ihr? Modellbau, 3D-Druck, 3D-Design, Ahnenforschung, Astrofotografie, spazieren gehen, reden, ja, viel. Musik. Viel Musik. Essen. Boah, ich zocke echt. Was mache ich privat? Nicht viel, ne? Sport. Sport? Ja, Sport. Also, aber ja, Sport. Ich zocke viel. Also entweder ich sitze vom PC oder dann stehe ich kurz auf, mache ein bisschen Sport. Yoga mache ich jetzt auch manchmal. Habe ich seit neuestens. Zum Beispiel am Abend, weil ich so viel sitze halt, denke ich mir, okay, das muss ich. Aber dann gehe ich wieder zum PC zurück. Und aufs Klo gehe ich und duschen gehe ich auch. Ja. Zeug, ne? Einige machen gar nichts. Ne? Ja, aber die Minderheit, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, oft kriegt man ja gefragt, so, was machst du denn als Hobbys so? Ja, lesen, Fahrradfahren, Sport und ja, das ist vielleicht auch gemeint oder so, aber eher so, weil wir fantastische Welten bauen, ja. Das heißt also, dass wir sagen, irgendwie, womit beschäftigst du dich so, wenn du anfängst drum zu spinnen, so, ne? Das heißt, in welche Welt möchtest du gerne mal eintauchen? In welche virtuelle Realität möchtest du denn gerne mal sein, so, ja? Und das vielleicht nicht irgendwie in der realen Welt irgendwie Pokémons jagen oder so. Ist ja auch schon, ne? Augmented Reality kommt ja auch irgendwann bestimmt, sondern eher so, Herr der Ringe lese ich meinem Sohn gerade vor oder als nächstes wahrscheinlich die Schatzinsel, mal gucken. Das sind ja alles irgendwelche Sachen, die haben ja mit unserer heutigen Welt nichts zu tun. Das ist so irgendwie Urlaub von sich selbst zu machen. So, das heißt, inwieweit ist es denn so? Welche Hobbys habt ihr denn? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ne? Das heißt also, ihr, die sich für unsere Spiele interessieren, wo genau steht ihr und was macht ihr außer Zocken? Ne? Das ist interessant. Also beruflich jetzt vielleicht nicht so, ne? Weil Hobby hat ja vielleicht auch nicht unbedingt was mit Beruf zu tun. Also bei uns schon, ja. Da haben wir auch sehr viel Glück, aber bei vielen Leuten ist das nicht unbedingt der Fall. Deswegen ist das spannend. Das stimmt. Und da gibt es auch immer so Leute, die sind dann selber kreativ und erschaffen irgendwie was, ne? Und die anderen, die sind eher so, die wollen eher das Gegenteil davon, irgendwie raus, Natur, spazieren, Garten und sowas, ne? Kriegen wir diese Menschen denn dazu zu zocken? Draußen. Mit dem Tablet-PC oder... Doch, ich glaube unbedingt. Also ein Phänomen... Also wir Developer. Wir haben auch nicht auf dem Tablet was rausgebracht, aber... Ne, so. Also ich glaube, die Naturverbundenen, denen tust du zum Beispiel einen Gefallen, wenn du Natur auch entsprechend schön darstellst. Das heißt,
etwas, was ich persönlich auch immer sehr genossen habe und was ich auch von anderen weiß, dass sie es super finden, ist, wenn du jetzt zum Beispiel draußen Össelwetter hast und du setzt dich rein und dann spielst du irgendwie irgendwas tief in der Karibik. Ist das cool. Dann macht das Spaß. Da will man vielleicht irgendwie Schatten von Mordor nicht spielen, ne? Also, ja. Genau, oder dieses Phänomen, dass du dich in der Natur aufhalten kannst, dass du da exploren und sammeln kannst oder dass du Wetter darstellst, ja, also dass du sowas wie Sonnenuntergang, der Himmel wird rot, wird von unwahrscheinlich vielen Menschen als ein schönes Erlebnis im Spiel beschrieben, ne, obwohl es ganz banal und einfach ist. Ja, und du kannst sehr viel Atmosphäre schaffen mit so einem Spiel, gerade mit Stimmung und Wetter, ne. Ist das kalt und nebelig? Ist es nass und ekelig? Oder ist es irgendwie fröhlich und angenehm? Ist es irgendwie warm und wohlig? Wenn meine Spielfigur irgendwo in ein Haus reinkommt, ist das dann ist das dann so Willkommenskultur? Ist es hier jetzt irgendwie, oh, super, da knistert der Kamin in der Ecke, irgendwie hier ist eine Kneipe, da würde ich gerne in Wirklichkeit gerne mal sitzen, würde gerne einen mittrinken, ja, hier ist irgendwie gesellig. Oder ist das so irgendwie, ach du meine Güte, was ist das denn ekelhaft? Da hängen die Spinnenweben an der Wand und er ist da am Fressen. Was ist das denn? Also du schaffst natürlich mit allem, was du da machst und darstellst, auch immer so ein Gefühl, was du dem Spieler vermittelst. Ist das jetzt schön hier? Ist das nicht schön hier? Und das kommt dieser Sparte natürlich entgegen. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ja. Was machst du als Hobbys, außer zocken? Oder ich meine vom Bildschirm einschlafen, was momentan so dein Hobby ist, ja. Ja, sie versucht da zu spielen immer so, aber das halt, der ganze Tag ist so turbulent und wir haben so viel zu tun und dies und das und dann könnte man endlich zocken und so, dann pennen wir ein. Ne? Ja, ich bin auch überhaupt kein Freund von Zeitumstellung. Ich habe dann immer irgendwie zu kämpfen. Ja. Und naja, gut. Man muss sich schon wirklich die Zeit freischaufeln, um zu spielen. Ja, in unserer Situation aktuell. Das ist tatsächlich so. Ne? Das heißt, machen auch viele von uns so. Gibt's so einen Comic, hat mir dieser so geschickt, irgendwie, wo dann irgendwie so ein Mädel ist, irgendwie so, ja, ich freue mich heute Abend aufs Zocken irgendwie, und dann sieht man sie irgendwie, dann macht sie irgendwie gerade irgendwas sauber und dann ist sie gerade in der Bahn und so und dann ist sie abends endlich am PC. Und dann pennt sie ein. Ja, das bin ich. Ja. Gerade in dieser Lebensphase. Ich hoffe, im Sommer wird das nochmal anders. Aber ja, ich bin auch unwahrscheinlich gerne draußen. Ich gehe zum Beispiel super gerne schwimmen, weil ich das schön finde. Und ich gehe auch gerne in den Wald. Deswegen finde ich Wälder in Spielen auch immer besonders ansprechend. Ja. Und ansonsten beschäftige ich mich tatsächlich sehr viel mit Spielen, sowohl also meisten immer noch digital, aber auch tatsächlich spiele ich häufig, meistens einmal die Woche mit den Kindern irgendwelche Brettspiele. Und da bin ich eher momentan jetzt so auf so einer Detektivschiene. Ich mag gerne so Sachen wie Cluedo oder Wer war's oder Sachen, wo man so ein bisschen miträtseln kann. Es gibt ja auch diese kleinen Escape Rooms oder so Detektiv-Inhaltsspiele. Das finde ich auch irgendwie total spannend. Und so Real-Life-Escape Rooms, wo du irgendwo hinfährst und irgendwo eingesperrt wirst, weil irgendein verrückter Professor jetzt der Meinung ist, er müsste irgendwie dich nicht mehr rauslassen, finde ich auch total gut. Tja, aber was ich gerne mache, ist sehr viel rausgehen aktuell. Ne? Also vor allem abends irgendwie in eine Disco, tanzen gehen, sowas. Das ist eher so meins momentan. Klamotten nähen, sowas. Ne? Dann vor allem auch solche Sachen wie Essen gehen, einfach ganz banale Sachen, die finde ich spannend. Momentan gehen wir zum Japaner, ja, ziemlich cooler Laden hier, Genkis Ramen, ne, heißt der. Wir haben Ramen für uns entdeckt. Ja, wir fressen jetzt nur noch Nudeln, ja. Den könnte ich ohne Ende essen, das ist so lecker. Ja. Ja, das habe ich immer gedacht, so, ja, Ramen, was ist das denn? Ja, das ist eine Nudelsuppe. Ja, Nudelsuppe. Ja. Warum sollte man eine Nudelsuppe essen, so, ne? Und dann, ja, das wird total lecker, ess das doch mal so. Und jetzt haben wir einen Laden gefunden, der macht so leckere Ramen. Ja, super. Mit so richtig frischem, so Chinakohl und so, Sojasprossen und, so eine Sojabasierte Brühe als Grundlage irgendwie, dann hast du da diese selbstgemachten Nudeln drin. Okay, ich hab Hunger. Hören wir auf damit, ja? Was haben wir noch? Tiere, spazieren gehen und so weiter. Mal Musik. Musik mache ich auch.
Richtig, machen viele da draußen auch. Die Ja. machen Musik. Die spielen in einer Band oder spielen ein Instrument Ja. oder singen oder machen Musik digital. Oder alles davon. Kann die AI mittlerweile auch, habe ich gehört. Musik für dich selber. Habe ich mir noch nicht Komponieren, angeguckt. ja. Bin ich mal gespannt. Ja, das ist auch interessant. Mhm. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Ja. Das fand ich auch irgendwie niedlich. Ich habe es mit aufgenommen. Da fragt einer, ihr seid so super, dass sich einem die Frage geradezu aufdrängt, ob man mit euch mal sprechen kann. Ja, klar. Also, weil davon abgesehen, dass wir diese Frage jetzt gerade beantworten hier, Ja. meinst du natürlich wahrscheinlich in Real Life. Und es ist also sehr häufig so, dass wenn wir irgendwo vor Ort sind, dass wir das dann hier auch erwähnen. Ja. Und wenn uns jemand im Real Life sieht, dann darf man auch Hallo sagen. Ja, da haben wir jetzt nichts dagegen und beißen auch nicht. Oder irgendwelche Fragen stellen oder mit uns reden, ja. Genau, das kann natürlich sein, dass es auf einer nicht Gaming-bezogenen Situation stattfindet, aber es kann auch sein, dass es eine Gaming-bezogene ist. Wir gehen nämlich auch sehr gerne auf Conventions. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr wieder auf der Gamescom sein. Ja. Und ja, darüber hinaus wissen wir noch nicht genau, aber würden wir hier ankündigen. Wir gehen auch gerne ins ZAK in Düsseldorf, ZAKK. Da gibt's immer die Kultur aus der Konsole, nennt sich die Veranstaltung, mit Carsten Preuß als Moderator. Und das nächste Mal sind wir da wann? Am 19. Mai kommt doch mal vorbei in Düsseldorf im ZAK, Ja. denn der Hauptgast dort wird der Onkel Jo sein. Jo Hesse kommt tatsächlich nach Düsseldorf. Ja. Das ist ja, der hat ja auch eine lange Anreise und wird da ein bisschen was aus seinem Leben erzählen. Es werden coole Trailer gezeigt, es wird gemeinsam gezockt und das ist immer eine ganz urige, schöne Veranstaltung. Ja. Also wenn ihr irgendeine Gelegenheit sucht, dann wäre das mal eine richtig gute. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja Mensch, gut, dass mir das nochmal eben eingefallen ist, ne? Dass ich das ist ja 19. so einfach. Mai, dass ich das doch im Kopf habe. Das weiß man nicht so.